Hallo meine Freunde und herzlich willkommen zurück zu Let's Play. Hi, distanzlos. Hi. Herzlich willkommen zu Let's Play The Outer Worlds hier auf dem SadPizzaDude. Sind das Gegner? To be honest, I'm surprised it's still standing. Every time I set foot inside, I half expect the tower to fall over. Herzlich willkommen zurück zu Let's Play The Outer Worlds hier auf dem SadPizzaDude Channel. Im letzten Part haben wir die Informationen für unseren Informationshändler beschafft. Und im jetzigen Part werden wir ihm die übergeben. Ich habe mal wieder eine kleine Schnellreise gemacht, damit wir schneller der Story folgen können. Und nicht wieder durch die Pampa laufen müssen. Wir haben den Planeten ja jetzt auch schon zu Genüge gesehen. Und haben auch schon gut Plus gemacht. Wenn ich mich richtig erinnere, habe ich Malus auf die Viecher, ne? Du sagst es. Ja. Informationshändler. Haben wir hier eine Dingens, eine Werkbank? Ach, da ist er, die K. Hier klauen wir was. Ah ne, das ist sowieso so eine Bombe. Das ist kein Diebstahl, ne? Ja. Na gut, wenn es so ist. Nee. War er nicht hier auf der Etage, der Dude? Ne, der war tatsächlich oben. Dann fahren wir jetzt mit dem Fahrstuhl. Den haben wir schon alle platt gemacht. Ihr seid aber flott. Ihr zwei hübsch. Immer noch nicht da? Menschenskinder, weißt du, wie lange das her ist, dass ich den mal besucht habe? Da ist er. Auch nicht. Noch ein Raum weiter. Ah, schon wieder die Scheißviecher. Do you hear that? It's the blessed sound of radio silence, which leads me to believe you have sweet, sweet news for me. Yes, indeed. I am back in business. But before we get down to it, might I ask how you handled the problem? In the end? I'd say fairly competently. Is that so? Oh, I believe it will. But the price I pay won't be to you. No, we've a bigger deal to settle. I don't doubt that you are working with Phineas, but my contract specifies I relay any acquired information to the purchaser, and to the purchaser alone. However, to send the data, I will need your assistance in cycling the antenna's receiver, so I can input the needed adjustments. War ja klar. Don't be ridiculous. We're resetting a broadcast tower, not filing taxes. There are no errands, spreadsheets, or rituals involved. It's simple, truly. I merely need you to waltz outside and throw the lever to cycle the power. I'll key in the numerical adjustments from in here. Nur Bracht. Ich glaube, Brauch, ne? Eternal, no. What is wrong with you? Who would ever design something like that? However, you're welcome to brew me a Rizzo Insta-Coffee from the staff kitchen on your way back. Just step outside, flip the switch, depart forever. Understood? Good. Marvelous. We're in agreement. This is why I stopped helping out around here, you know. It's always throw this lever, shoot that marauder, save my life. Just one thing after another with you. Ja. We're almost done. Let's finish this. Terrific. I'll be here, waiting with bated breath. Give a shout if the panel electrocutes you. Ach ja, immer das Gleiche.
Exit. Wir hätten also auch wesentlich schneller zu ihm kommen können. Wie es aussieht, müssen wir mal wieder eine kleine Aufgabe erfüllen. Das ist gar nicht so weit weg, oder was? Ach, das ist direkt hier oben. Wieder habe ich das Gefühl, dass hier irgendwas nicht so ganz stimmt. Testing 1, 2, check, check. Sweet stars. But that is a beautiful sound. Can you hear me? We are a go for broadcast. Oh, and I also dispatched Phineas his data. Impatient prick. Worse, I'm now indebted to him for it. Now I'll kindly thank you to get out of my tower. Look, I am well aware that at times I may have the tiniest iota of a prickly exterior, but Ach, I guck must mal. admit I have grown rather fond of you. As Nyoka can attest, I do not form attachments with many. Do take care. Why, he told us to leave without flinging insults at our persons. He really does like you, Captain. What in the... Captain, there's a fireball in the sky. Sowas habe ich mir gedacht, so eine Scheiße. Okay. Black holes. Did you see that? Looked like a UDL ship. Based on the gunnery attachments, I guess it's one of the board's blockade enforcers, but don't cite me on that. Oh well, a pity for the crew, but I can't see how it affects me. Hiram? Can you hear me? Did you see that? Architect saved me from swindlers and fools. Sanjar, what are you bloody doing on my channel? Did MSI or did MSI not cease broadcasting? Yes, but... Hiram. Hiram, are you there? Ah, the good captain. The truth brings us together once more. Our salvation has come crashing through the stratosphere. We need only collect its weapons. Are you mad? That's a UDL gunship. You'd probably shoot your own toes off. Ah, I see you learned nothing while dealing with these buffoons. We could use the gunship's armaments to defend Stellar Bay, but we need its targeting module. Our message is so close to breaking free of this planet and spreading to the stars. Help us secure that module and we will save our colony. Listen, I don't care a single whit what you do, so long as you leave me out of it. Which means, get off my void damn channel. I'm more than finished with you lot. Haben wir beendet, freies Monarch. Sprich mit Phineas. Was ist denn jetzt mit dem Schiff? Kurz ins Tagebuch. Das heißt, wir könnten eigentlich aufbrechen, aber... Finde die Söldner haben wir noch offen hier. Das haben wir noch offen. Das ist immer noch eine große Baustelle. Außerdem ist hier auch immer noch... Das sind alles Sachen, die wir hier nicht mehr offen haben. Suche dann... Okay, pass auf. Ich würde sagen, das machen wir... Das sieht am einfachsten aus. Da unten. Schnellreise, ne? Und dann würde ich noch einmal zurück zu den Kolonisten gehen. Und gucken, ob es da jetzt schon weitere Informationen gibt, bevor der große Krieg losgeht. Da müsste man noch mit Sanja reden. Momentan bin ich ja so Doppelagent und kämpfe eigentlich für beide Seiten. Bevor wir zu... Wir haben noch ein bisschen was offen hier. Bevor ich jetzt zurückfliegen würde.
Natürlich müssen wir uns auch um die Hauptstory kümmern, aber ich finde die Nebenstories gerade auch ganz interessant. Ach, guck mal. Können wir abspeichern. Here they come. Nice hit. Kill confirmed. That's the last of them. Sehr gut. Haben wir Mr. Picketts Tagebuch gefunden. So, ich weiß nicht mehr genau, wer Sebastian ist. Können wir mal ganz kurz ins Inventar gucken. Bei Kram. Dann gehen wir einmal auf die Karte, gucken, wie weit wir laufen müssen dafür. Bis da hinten hin am Arsch lecken. Wir machen nämlich direkt wieder eine Schnellreise. Wie gesagt, Freunde, ich mache jetzt mal ein bisschen hier. Wir haben schon die Insel, sind wir jetzt schon so oft von A nach B auf diesem Planeten gegangen. Machen wir so ein bisschen Flotti Karotti hier. Erst recht, weil wir so langsam vor so einem Scheideweg in dieser Story stehen. Wenn euch das nicht passt, ne? Ihr wisst ja, wo die Kommentarsektion ist. Da könnt ihr dann Between you and me, preacher. I don't think reinschreiben. we can trust Sam. On that point, we're in agreement. I keep catching that bucket of bolts around my room. It Yeah. says it's cleaning up bottles, but I ain't buying it. You think you could be a board spy? Oh, fuck. You could be onto something. I'll tell you this much. If it tries to sell me another void-forsaken cleaning instrument, I'm kicking it out of the airlock. Ich werde Sam wirklich, glaube ich, vom Schiff jagen. Weil ich halt auch diese Roboterphobie habe, ne? You look like a man who's looking for some mostly fresh animal parts? Das ist ein bisschen... Sebastian, you ever get your hands on those pheromone sacs? Manipillars ain't gonna hunt themselves, you know. I must have hunted a dozen, but I couldn't find a single sack on any of them. Must be looking in the wrong place. Manipillars ain't got pheromone sacs. I just told him that so he'd stop asking me for advice. At least I'm getting a good haul of claws in the process. You're in good hands, traveling with Monarch's top merc. Still, if you want any rat glands or manticlaws, I've got you covered. Sieht ein bisschen aus wie dieser Vampir, ne? Von Twilight. He'll probably be wanting it back. You see any sign of him? Funny place to leave a journal. But what about Mr. Pickett? LOL, ist das dein fucking Ernst? That's pretty sad. He sure seemed like he knew what he was doing. Anyone fool enough to chase after a queen is pretty fucking far from the know what they're doing class of people. So this journal is all he left behind? Seems like I ought to read it. Looks mighty long, though. Huh. That's a fine way of putting it. In any case, I appreciate you tracking down Mr. Pickett for me. Here's some bits for your trouble. So. Haben wir das auch beendet, ne? Tagebuch. Dann haben wir die Sachen sind alle offen. Guck mal da, Waffen, eine endlose Leere ist auch noch. Kleines Andenken, finde die Söldner. Das wollten wir noch machen. Und den müssen wir noch... Da können wir noch einmal kurz gucken jetzt hier. Ich schätze aber... Den kriegen wir immer noch nicht auf, ne? Die Scheiße. Ja, die ist da oben. Oder hacken. Wir konnten was hacken, glaube ich, ne? Hätte ich mal auf Hacken gelevelt. Das ist dieses Lager. Das kriege ich einfach nicht aufgebrochen.
schon länger zu tun mit dem scheiß Streik hier, ne? Oh. Kann ich einen Doppelsprung machen? Nö. Oh, knapp. Du brichst dir doch gerne mal die Beine. Kriegen wir nicht auf, weil wir keine Dings haben oder generell nicht? Weil die kann man sich ja besorgen, ne? Gibt es einen Händler? Ich guck mal vorher einmal, ob ich hier hacken kann. Caleb. If you were in charge, would you keep the board around? Können wir einmal mit Sanja reden? Even with all their faults, they are the best chance to maintain order in the colony. I suppose I can appreciate the structure of things. Long as the folks at the top have got the right heads on their shoulders. Ich rede mal erst mit Sanja, jetzt bin ich hier. If the iconoclasts reach that ship first, there won't be any chance for a peaceful monarch. I don't suppose you've found the targeting module yet. I've sent patrols, but they're running into trouble with the iconoclasts. Well, because the module controls the weapons systems. Ja, das hätte ich mir schon gedacht. Because once we mount them on Stellar Bay's walls, no Marauder or Raptidon will ever be a threat to us again. Stellar Bay will be as secure as any other settlement in Halcyon. The board's own Salvage and Recovery Clause 32B would say differently. And they won't dare challenge us over this. Not after the data you found on their experiments here. Don't worry. We'll send an engineering team for those later. We'll have to disconnect them from the rest of the ship. Of course, they'll be useless without that targeting module, which is why it's critical that you retrieve it. Which is also why we can't let the iconoclasts get them. Can you imagine what those maniacs would do with weapons like that? They'd wreak havoc. And roll back all the progress we've made at reconciling with the rest of Halcyon. Oh, I've known their ilk long enough. Even if they merely sat on the scraps, the threat of a bunch of anarchists holding a gunship would bring the full wrath of the board down on Monarch. We can't afford that. I'm skeptical they'd care enough to wipe us out, but if they did, we wouldn't stand a chance. Oh, you see our quandary then. Good, because we haven't a moment to lose. They're all mad. And what's more, they left us. I don't see any way for us to work together. Not this again. Remember what we practiced, sir. Yes. The words in those reviews were very hurtful, but they do not define me. I am a mantipillar, and my will is my cocoon. I can emerge and become whatever I wish. So.
You too? He has a point, sir. And it's not all bad. Supposing you're right, who exactly would you have me work with? The iconoclasts are not the most compromising sorts. That's an interesting suggestion. I confess I don't know much about her except that she worked for Rizzo. There ain't a body on this planet that can keep a group patched up like she has. I don't know how she does it. I'd be willing to consider it, but I need to see her review first. One can't be haphazard about these things. Besides, if you think her skills will complement mine, then we should see what those skills are. Excellent. Her review would be in the Rizzo offices in Cascadia. Bring it to me, and I'll see if she's qualified. Alles klar, das klingt doch schon mal gut. Staying long? Jetzt können wir noch einmal... Hier kommen wir da gar nicht rein. Nochmal hier rüber gehen. Und gucken. Wie es aussieht, müssen wir hierfür auch erstmal sowas wie Qualifikationen besorgen. Ich würde gerne diesen Terminal noch einmal hacken. Oder geht das nicht mehr? Hier sitzt Caleb. Können wir den Terminal nicht mehr hacken? Da oben ist sein Geld. Kann ich irgendwo was kaufen? Hier kann ich was kaufen. Haben die elektrische Dietriche da? Ja, haben sie. Zwei Stück. Noch elektrische Dietriche. Die haben keine. So, guess who Celia brought home the other night? Finally. Now she can stop buying that junk from him. Might So. as well just now. Ich dachte, du könntest hier was hacken. Ja, das wäre da. Lager. Caleb. Caleb sitzt da oben. Was habe ich davon? Ich müsste ja, ich habe ja schon mal versucht, was zu hacken, meine ich. Ich spreche mal mit Caleb. Vielleicht habe ich auch irgendwas nicht mehr richtig im Kopf. Vielleicht sagt Caleb immer auf die Sprünge hier. Why don't you grab a chair, sit a spell and revel with Hatten wir us? schon. Sure thing. What did you want to discuss? Soll ich mal lügen? I never meant to call for anyone's head on a pike. Velma's not my favorite person, but she ain't been cruel to us. Devil it all. Now you got me feeling sorry for her. Fine. I guess we'll go back to work to save Velma's job. We'll find a better time to negotiate our wages. Tell Velma not to worry. We'll look out for her. Ja, guck mal. Das ist auch noch ein Ausgang, den wir erspielt haben jetzt. Das ist doch ganz gut. Haben wir halt gelogen. Da mussten wir anscheinend das Lügen noch ein bisschen hochleveln. Aber hey. Ihr wisst, in Rollenspielen bin ich ein König der Lüge. Poor Braxton. Deswegen immer schön Charisma leveln, Leute. Velma, gute Nachrichten. I'd give you a friendlier welcome, but I'm up to my elbows in salt tuna guts. Who spat in your spirits, Velma? You noticed my mood? I'm surprised you can see straight today. I could be seeing triple and I'd still think you're being unkind. I just might find it funnier. Well, you try wrangling half a ton of dead fish with decades-old equipment and see what it does for your disposition. Anyway, what do you folks need? You knocked any sense into him yet? Soll ich ihr das sagen, damit sie Bescheid weiß? Sweetest words I've heard all day. Thanks for your help.
You've gotten me out of a tight spot here. Take this for your efforts. Honest work deserves honest pay. Something else on your mind? Stealing's such a nasty word. Let's call it skimming. And yeah, let's just say I've noticed the sterile biotics we use for the fish would get used a little faster on Braxton's shifts. We're not like those corporate towns where you get fined for sleeping on the wrong side of the bed. Besides, the Spacer's Choice stuff we use is cheap enough. And Braxton knows how to get this all tuna, fat and mostly tumor-free. Or new, I guess. So. Ey, schön. Wir können nochmal aufleveln. Ach, falsch, sorry. Bevor wir aufleveln. Charakter aufleveln. Tagebuch. Dann haben wir noch, nee. Da. Cascadia ist unser Schiff. Okay. Und pass auf. Das machen wir zuerst. Bevor wir das machen. Ansonsten haben wir hier irgendwo noch... Da, finde den Söldner. Dann haben wir hier nichts mehr offen, ne? Das ist noch offen hier. Kleine Anhänge, ansonsten ist das wieder offen. Dann würde ich sagen, wir leveln einmal den Charakter auf. Wir haben wieder 10 Punkte Fähigkeiten, kein Vorteilspunkt. Wo sind wir denn gerade auf der Schwelle? Zur nächsten. Dialog. Fernkampf. Nahkampf. Eigentlich nirgendwo, ne? Ah, hier Führung. Nee, machen wir gar nicht. Geschlossenheit, doch, da. So, da hätten wir den nächsten Level ab. Wissenschaft, Technik, Medizin. Tarnung. Will ich auf jeden Fall hier 2 setzen. Hier sind wir gerade erst höher gekommen. Hier kommen wir 2 setzen. Hier kommen wir 2 setzen. Will ich noch 2 auf Tarnung oder 1 auf Tarnung setzen. Und das anwenden. So, haben wir neue Werte. Also schon gut dabei hier. Das ist halt Geisteshaltung gut, Kräfte gut. Geschwindigkeit durchschnittlich. Hier können wir auf Geschwindigkeit gehen, ne? Fertigkeiten. Vorteile, Details, Ruf. Überall gut angesehen hier. Der Vorstand scheißt mal wieder auf uns. Ah, wir haben überall einen guten Ruf, hör mal. So sehe ich das gerne. Für alle Seiten immer politisch gut dabei sein. Jetzt wollten wir noch abspeichern. Dann beenden wir den Part, würde ich sagen. Und im nächsten Part, das ist falsch, machen wir hier nochmal einmal auf Tagebuch. Die Mission, nein, den auch noch nicht.
kleines Andenken. Und dann haben wir erstmal alle Nebensachen, die wir hier so haben, abgeschlossen. Ne? Dann würde ich sagen, meine Freunde, ich verabschiede mich für heute bei euch mit Let's Play The Outer Worlds auf dem SadPizzaDude Channel. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen da, drückt die Glocke und um kein Video zu verpassen, schaut die anderen Let's Plays, andere Videos auf meinem Kanal, jede Menge Videos zum Thema Let's Plays und Gaming. Und ich hoffe, ihr seid auch das nächste Mal wieder dabei, wenn es heißt Let's Play The Outer Worlds hier auf dem SadPizzaDude Channel. Bis dahin, Tschüssikowski, Allah.